Wenn du wissen willst, wie du in deinem Golf 5 oder Golf 6, Jetta oder Touran die hinteren Bremsen schnell und einfach selber wechselst, ist dieses Tutorial genau das Richtige. Bei all diesen Modellen ist die Bremsenlage fast identisch und ich zeige dir Schritt für Schritt genau alle Werkzeuge, die du benötigst, was zu tun ist und welche Tipps und Tricks oder auch Stolpersteine es gibt. Wenn du schnell einen bestimmten Arbeitsgang ansehen möchtest, schau unten in der Videobeschreibung und du kannst einfach zu dieser Stelle im Video springen. Auch kannst du direkt die Werkzeuge, die ich verwende, über Amazon bestellen, wodurch ich eine kleine Provision erhalte. Für dich bleibt das Teil natürlich genauso günstig. Auf meinem Kanal findest du auch ein Video zum Wechsel der Bremsen vorne. Und jetzt viel Spaß beim selber Schrauben. Im späteren Verlauf des Bremsenaustauschs wirst du den Bremskolben zurückstellen müssen. Dabei wird die Bremsflüssigkeit zurück in den Bremsflüssigkeitsbehälter gedrückt, womit sich der Druck in den Behälter erhöht und das Rückstellen immer schwergängiger macht. Um es dir jetzt zu vereinfachen, öffne einfach den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters und nimm auch mit einer Spritze, an der ein kurzer Schlauch angebracht ist, etwas Bremsflüssigkeit ab, damit diese nicht beim Rückstellen aus dem Behälter schwappt. Hier allerdings Achtung, Bremsflüssigkeit ist echt extrem ätzend und giftig. Das Zeug willst du weder auf deiner Haut noch auf deinen Autoteilen haben. Daher trage unbedingt Handschuhe und lege auch ein Tuch unter den Deckel, wenn du ihn ablegst. Putze alles sauber ab. Wenn du später dieses Tuch entsorgen möchtest, ist das Sondermüll. Du kannst es mit den alten Bremsscheiben zu einem Wertstoffhof mitnehmen. Dort wird das meist kostenlos angenommen. Und wirklich tut das der Umwelt zuliebe. Löse jetzt, um einen größeren Hebel zu erhalten, die Radschrauben mit dem verlängerten Schlüssel vor und bocke dann das Auto auf. Hier ein kleiner Sicherheitstipp, lege nun ein paar Balkenstücke oder alternativ auch einfach die Felge unter den Schweller. Sollte hier ein Fehler unterlaufen sein oder am Wagenheber etwas nicht stimmen, hält dies das Absenken des Autos auf und begräbt dich nicht, während du darunter arbeitest. Die Handbremse bleibt übrigens gelöst, denn du willst die Bremsen ja später zurückstellen können. Deswegen auch am besten Keile hinter die Räder. Zum vollständigen Lösen der Radschrauben benutze ich gerne den Kreuzschlüssel, da du mit diesem einiges an Zeit sparst, da du ihn einfach durchdrehen lassen kannst. Als erstes nimm den Bremssattel ab. Falls du hier eine Bremsbelagsverschleißanzeige hast, denke daran, diese erst zu lösen. Der Sattel ist mit zwei 13er Halteschrauben oben und unten befestigt. Um diese rauszudrehen, musst du mit einem 19er Maulschlüssel kontern, indem du diese eckige Platte festhältst. Dann setzt du den 13er von hinten an und drehst. Wenn die Schrauben festsitzen, kannst du dann ein wenig WD-40 zum Vorlösen nehmen. Wenn der Sattel festsitzt, kannst du den Schraubenzieher als Hebel verwenden, um ihn zu lösen. Wenn du allerdings nur die Belege und nicht die Scheibe wechseln möchtest, dann wickle etwas Weiches um den Schraubenzieher, wie einen Lappen, um die Scheibe nicht zu zerkratzen. Vorsicht, wenn der Sattel fast gelöst ist. Halte ihn mit einer Hand fest, da er dir sonst herunterfliegt. Nun kannst du die Bremsbeläge entnehmen. Nimm dasjenige Gewinde des Bremskolbenrückstellers, das zur Seite gehört, plus den richtigen Aufsatz und bringe den Aufsatz in den Kolben passend ein und verspanne die Gegendruckplatte im Sattel. Drehe nun den Kolben bis zum Ende zurück. Wenn der Kolben schwergängig ist, versuche es mit Vor- und Zurückdrehungen. Du kannst zur Unterstützung auch einen Maulschlüssel verwenden. In der Endposition sollte er etwa 1 mm herausstehen oder quasi plan mit dem Sattel sein. Dreh den Kolben an der Endposition allerdings nicht mehr weiter, da du ihn sonst beschädigst. Löse den Rücksteller wieder mit einer Drehung in die Gegenrichtung. Um den Bremssattelträger abzunehmen, benötigst du eine spezielle XZ1-Bit Stecknuss Nummer 12. Der Träger ist mit zwei Schrauben innen, oben und unten befestigt. Diese sind oft rostig und schwergängig. Sprühe sie mit etwas WD-40 vorher ein und lass es wirken, wenn du sie nicht sofort losbekommst. Diese Schrauben sind echt verdammt hartnäckig. Ich musste mich unter das Auto legen, um genug Zug auf den Schlüssel zu bekommen. Das ist grundsätzlich nicht zur Nachahmung empfohlen, aber eventuell auch bei dir nötig, wenn du keine Hebebühne nutzen kannst. Dann bitte lege unbedingt zum Verhindern, dass dein Auto irgendwie auf dich fällt, die Balkenstücke unter den Schweller. Wer Tipps hat, wie das besser geht, bitte in die Kommentare schreiben, damit alle was dazu lernen können. Einschließlich mir. Löse nun die Sicherheitsschraube in der Bremsscheibe mit einem Torx T30-Schlüssel. Die Bremsscheibe lässt sich normalerweise schwer lösen. Hilf mit einem Hammer nach, indem du an mehreren Stellen auf den Rand der Scheibe schlägst. Du kannst sie auch gegen Herunterfallen sichern, indem du eine der Radmuttern eindrehst. Sollte trotz der Schläge immer noch nichts gehen, behilf dir mit WD-40, dass du in die Löcher der Bremsscheibe an der Aufnahme sprühst, sodass es in den Raum dazwischen kriechen kann. Dann nach einer Einwirkzeit nochmal den Hammertrick und dann sollte die Scheibe abgehen.
So, jetzt erstmal Maske auf. Wenn du die Achsnarbe mit einer Drahtbürste reinigst, wird viel Bremsstaub in die Luft katapultiert. Dieser ist enorm fein und lässt sich super leicht einatmen, wo er sich in der Lunge ablagern kann. Bremsstaub ist krebsfördernd. Also zu deiner Sicherheit einfach mal den Dock spülen, lohnt sich. Du kannst auch mit einem Feinschleifpapier zum Schluss arbeiten, damit die Fläche wirklich gut sauber ist und die neue Scheibe optimal aufliegt. Zu guter Letzt auch einmal über die Führung der Bremsbeläge auf dem Sattelträger schrubben. Ich empfehle dir, die Achsen großflächig mit Plastilup oder Kupferpaste einzuschmieren. Wenn du bei deinem Auto dann wieder einmal die Scheiben wechselst, gehen sie leichter. Jetzt kommt die Bremsscheibe auf die Achsnarbe. Ich habe mich für gelochte Bremsmuster entschieden. Warum und wie sie sich im Alltag beweisen, erfährst du gerne in einem folgenden Video. Schau einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Dort findest du auch spannende Videos zu Sport und Supersportwegen. Richte sie jetzt aus und fixiere sie mit der Sicherheitsschraube. Normalerweise liegt eine neue der Scheibe bei. Bevor du den Bremssattelträger wieder anbringst, reinige auch die Schrauben mit der Drahtbürste. Jetzt drehe die Schrauben ein und fest. Das Drehmoment sollte bei 75 Newtonmeter liegen. Solltest du keinen Drehmomentschlüssel haben, dann geh nach der Regel fest, aber nicht zu fest. Lege nun die neuen Bremsbeläge auf die Aufnahmen. Sie sitzen noch relativ locker. Schiebe dann den Bremssattel über die Belege. Dafür führst du den Bremssattel über die Bremsbeläge und schiebst ihn weiter, bis er bündig sitzt. Achte darauf, dass der Bremsschlauch zum Sattel nicht verdreht ist. Nun befestigst du ihn mit den gereinigten 13er Halteschrauben und dem 13er Ringschlüssel, indem du die eckige Gegenplatte mit dem 19er Mausschlüssel fixierst. Wenn du einen Drehmomentschlüssel hast, stelle diesen auf 30 Newtonmeter ein. Bringe noch die Bremsbelagsverschleißanzeige an, falls du an dieser Stelle eine haben solltest. Noch eine kleine Empfehlung für die heimische Garage. Unbedingt den Arbeitsbereich durch Fegen von Bremsstaub und Schmutz befreien, sonst bleiben unschöne schwarze und rostrote Streifen auf den Fliesen, wenn du mit dem montierten Rad wieder losfährst. Jetzt noch etwas Plastilup oder Kupferpaste auf die Radnabe, dann hast du auch hier leichter das Spiel mit den Felgen und die neue Radnabe ist etwas gegen den Staub geschützt. Gleich kannst du wieder auf die Piste gehen. Zieh die Radschrauben mit 120 Newtonmeter an und überprüfe diese nach etwa 50 Kilometern Fahrt. Denke auch auf jeden Fall an die Sicherheitsblöcke, wenn du welche unter den Schweller gelegt hast, und entferne diese, bevor du dein Auto ablässt. Bevor du nun den Motor startest, fülle unbedingt die abgenommene Bremsflüssigkeit in den Bremsflüssigkeitsbehälter und verschließe diesen. Auch wieder fest, aber nicht zu fest. Nochmal der Hinweis, sei extrem vorsichtig, die Bremsflüssigkeit ist immer noch äußerst ätzend. Genau wie meine vielen Sicherheitshinweise. Und bei der Entsorgung wieder zu beachten, was Bremsflüssigkeit berührt hat, ist Sondermüll und gehört auf den Wertstoffhof, wo du wahrscheinlich sowieso hin wolltest, um die alten Scheiben und Belege zu entsorgen. So, jetzt ist es auch schon geschafft und deine Scheiben sehen hoffentlich genauso gut aus wie meine. Ich hoffe, ich habe dir alles super verständlich erklärt und du hattest Spaß bei der Umsetzung. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da und schau auch mal auf meinem Kanal vorbei, wo du tolle Videos mit krassen Sport- und Supersportwegen findest. Den darfst du auch gerne abonnieren. Danke dir und bring Power auf die Straße.